Mein Name ist Oliver Plöger und ich bin heute zu Gast in der Frankfurter Jahrhunderthalle bei einer der erfolgreichsten als auch extremsten Gitarrenbands, die momentan unterwegs sind, nämlich den US-Amerikanern Lorna Shore. Dass die erfolgreich sind, das steht außer Frage, dazu später noch mehr. Fakt ist aber auch, das muss ich dazu sagen, mich persönlich holen sie irgendwie nicht so ab und ich bin heute Abend mal hier hingekommen, um herauszufinden, warum das denn so ist. Und wer weiß, vielleicht ändert sich daran ja auch was, wenn ich sie dann tatsächlich mal, wie heute Abend, live gesehen habe. Joa, erster Eindruck, leere Halle. Da links oben sehen wir auf diesem riesigen hohen Drumriser das Schlagzeug von Lorna Shore. Aber jetzt treffe ich die Jungs erstmal zum Interview. Ich weiß gar nicht, wie viele von denen. Nice to meet you. Well, nice to meet you, man. Nice to meet you. It's a special venue here, right? Yeah, I mean, there definitely is a lot of wood in here. I noticed that when I first walked in this morning. This place is fucking huge. It's awesome. And it's definitely your biggest headliner show in Germany, right? Listen, the fact that we are starting this tour with a massive show is fucking insane. I think this is one of the biggest ones Yeah, that we're doing on it this definitely tour. is. Usually we like to ease our way into it, play a couple smaller ones and make our way into it, but we're just starting Oh, this time. rip the Band-Aid off right away. Stress 1000, let's Yeah, do it. exactly. I'm an old prick and I was like socialized music-wise like in the 90s. Yeah. I saw the first Cannibal Corpse tour with Corpse Grinder in 97. And when I listen to your music, you can take it as a compliment, but it's, for me, it's, in some parts, it's overwhelming. Awesome. Yeah, okay. That's the goal for some of the songs, is to just be like... Scaring old people, yeah. Yes. Yeah, okay. Prison of Flesh. Yeah, it's definitely scaring some old people. That's, Like me. That's good. That's That's good. the goal. That means you're listening the right way. Yeah, that's good. Because sometimes, in some parts, your band sounds like every musician is like on 150% at the same time. We're trying our best. Yeah. We're definitely trying our best. I can say that. I feel like that's how you were even saying it when we were in the studio. It was just like, if we're gonna lean in a direction, we gotta go 150% in that direction. Yeah. Really? So Yeah. that's why Okay. like what you're describing is kind of like the precedent that we try Yeah, to like- lay out before you. Would you describe your music as deathcore? Because if I put these two words together, it's for me a mixture of like death metal and hardcore. Yeah. Does it mean deathcore or? I think that's what it means. I don't think that's what we are anymore. I think we're just Yeah. a heavy metal band. There's a little bit of everything. It's hard Yeah. to say what we are. I find it very, very interesting because you're so confident when you say we're a heavy metal band. Yeah. Because it's definitely a heavy metal band in 2026. Yeah. Because a heavy metal band for most of the people is like, it's different, right? Yeah. It's just the easiest way to describe it. When everyone asks, like family asks, or you like run into like you meet somebody at the gym, they're like, "What kind of band are you in?" You're just like, "I'm not gonna sit there and say we're like a extreme technical deathcore cinematic band." I just go, "We're just a heavy metal band." They're like, "Oh, okay, I get it." It's just easier to explain. To be honest, I mean, it's a first show on a big tour and your stress level is like on a scale from 1 to 10. Where are you right now? My armpits are sweating. Same. So it's 11. Well, I could say at least a 9 to a 10, yeah. Yeah. Where I'm not like, holy shit, but I'm also like, all right, what's going to happen today? It's our first, this is literally the first one. Yeah. Anything could happen today. Yeah. So we're like, Yeah. let's just make it through. Thanks, guys. Hell yeah, thank Appreciate you, it, yeah. Appreciate you. Ja, die Jungs auf der Bühne nur Krach, ne? Jetzt Katakomben hier. Hallo, guten Abend. Spricht wahrscheinlich kein Deutsch. Alles Amis hier. Ich glaube, hier gehen wir nicht durch. Oh. Ne, meine Güte. So, und jetzt kommen wir gleich hier in die Jahrhunderthalle. Noch ja echt ein krasses Gebäude. Sold out heute, 4.800 Leute. Hier geht's auf die Bühne. Können wir vielleicht mal ein. Das ist für Technik. Logischerweise. 4 Bands am Start. Viele Rechner. Hier ist so ein, wird Gitarre vorbereitet von Whitechapel. IEM steht da, also die Indien-Kopfhörer. The gated tone is what we don't want to do that. So All I'll right. put you on the gated tone quick. Okay. Hier ist noch Gewusel. Ursprünglich war es ja so, dass wir auch bei dem Lorna Shore Soundcheck hätten dabei sein dürfen. Dann hat es irgendwie doch nicht geklappt. Muss man aber so ein bisschen verstehen, weil es erste Show der ganzen Tour. Und dann sind alle so ein bisschen nervös und haben gesagt, so komm, wir machen mal unseren Stuff so. Ja, so ist es halt manchmal, ne? Hier ist schon Nebel, großes Backdrop von der ersten Band. Ja, es ist halt ein krasses Venue, ne? Wenn man hier so in den Rund guckt, auch wie breit das ist, ne? Da oben bestuhlt halt alles. Ich habe da, glaube ich, 2004 oder 2005 habe ich mal Tool gesehen. Da saß ich da oben auf jeden Fall bestuhlt. War auch richtig geil. Sound war auch gut. Krasse Venue. Also es ist wirklich stark aus.
Und er ist Jonathan und der macht Tourmanagement und auch den Sound bei Lorna Shore. So to get it clear, you're the tour manager plus the sound mastering engineer for Lorna Shore. Engineer for Lorna Shore, yes. And Yes. we like mastering, so we do bring a little bit of stuff that resembles what they might do in a studio. Yeah. We record all the shows. I've got a system engineer. What We're about, actually like- bringing the PA system on this Yeah. tour, and all the Yeah. lighting, everything you see comes in trucks with us. So Okay, it's not a local this technique. is not It's local sound. This is not Okay. local lights. Everything comes in our trucks. So Okay. we're 4 trucks on this tour. because you want to make sure that the sound is good everywhere. Consistent every single day. Okay. Austin is using triggers on his kick drums. But Will is not using any effects on his vocals or something. No. Well, I wouldn't call it effect. I have a very small amount of reverb, just like Okay, that's normal. business. Yeah, okay. Will's running through a distressor, which is kind of what he does in the studio, anyways. Okay. And then like some. What does like, it do exactly, a delay- distressor? The distressor is a classic compressor. Okay. For It's actually vocals. from New Jersey, where the band's from. Ah, but nice. it's really like they call it like the Swiss Army knife of compressors. You can Works use it kind of everywhere. I actually have it on the kick drum, the snare drum, and both Will's vocal and Moke's vocal. How does this place sound here, like the Jahrhunderthalle? It I looks amazing, but does it sound good? I actually think that this hall is one of the better sounding ones that we're going to experience on this tour. It's been around quite a long time. I've seen backstage there was like, the Beach Boys playing in 1969. 69? Next to Ella Fitzgerald and stuff. So really an eclectic history of music happening here. And it looks cool too, I mean. From the moment, it looks amazing, really. From the moment we turned on the PA system, I played the breakdown in one of the new songs. Yes. And it was like, wow, this is insane. Let's all go to lunch because it's so good. So I'm pretty excited for the show tonight. So, leere Jahrhunderthalle, kurz nach 17 Uhr. Erste Band gleich von 4 heute Abend. Humanities Last Breath. Und ja, ich bin immer noch baff, so was für ein geiles Venue, ey. Geil. Hab ich Bock. So, und was wir jetzt ja theoretisch hier mitkriegen könnten, wäre Doors Open, wenn die Schotten aufgehen. Und da kommen die Ersten. Oh, liebe Leute, erste Reihe. Zack, zack, zack. Oh, gerade einer war gegen. Guck mal, Security. Hast du mitgekriegt? Ach so, die sollen nicht rennen. Meine Güte. Ja, okay, sonst stolpert nur einer. Ne? Ich meine, die erste Reihe. Warte mal. Du musst ein bisschen auf die Kids aufpassen, ja, dass sie nicht sich die Haxen brechen. Ne? Natürlich, natürlich. Es ist ja für die gefährlich, wenn die hier nach vorne stürmen. Ja, voll. Ja, deswegen. Ja, ja. Es geht ja voran, auch langsam. Papa, pass auf, sehr gut. Lorna Shore, Fan wann geworden? Eigentlich noch nicht so lange, so ein Jahr, weil ich habe mich da so langsam rangetastet an diese Härte, sag ich mal. Ist krass, ne? Aber auf jeden Fall. Aber ich bin selbst Sänger halt in einer Metalcore-Band und das Sänger ist ein großes Wort, aber erzähl mal weiter. ja, quasi Schauter so halt. Und Will Ramos ist halt einfach, das ist halt krass, ja. Und ich habe mir letztens ein cooles Ding gehört. Für die Leute, die immer sagen so, oh, da versteht man ja kein Wort und sowas, ja. Aber wenn man das halt als weiteres Instrument sieht, dann ist es halt echt krass, was er mit der Stimme halt macht, ja. Auch wenn man Text nicht versteht oder sowas, ja, für die Hater und sowas, da ist es halt schon, die Technik ist halt schon krass so. Erstes Ja, Lorna genau, Shore Konzert für dich heute, oder? Das ist mein erstes Lorna Shore Konzert, ja genau. Warum bist du hier hingekommen? Kids, meine Kinder. Ach Die so! extrem Lorna Shore. Also ich höre es auch jetzt Ja, ja. inzwischen ab und zu. Ja. Aber vor allem meine Töchter hören sehr gern. Ja. Und dann dachte ich mir, das gebe ich mir auch mal. So diese Mischung von so diesem braven Will, der dann Sachen mit seinem Organ macht, genau mit seiner Stimme. das will man sich also unbedingt mal anschauen. Ja, ja, okay. Genau. Hast du dich dann vorher noch mal so ein bisschen reingehört in die Platten? Oder dachtest du, Ja. damit mich das nicht allzu sehr überfordert? Oder? Also ich habe keine Hoffnung, dass ich heute noch textsicher werde. Hast du vorher auch schon Metal gehört oder bist du direkt mit Lorna Shore da rein? Ja, durch ihn und noch einen anderen Kollegen, die haben mich so ein bisschen in die Metal-Szene rein. Da ging es halt so los mit Metallica. Ah, okay. Also klassische Heavy-Metal-Bands, Maiden und so weiter. Wie alt warst du da? So 13, 14. Und dann innerhalb von 1,5 Jahren so extrem? Und dann bin ich eigentlich so mit Lorna Shore und Slaughter to Prevail so in den Deathcore gekommen. Ja. Und seitdem höre ich halt schon echt viele extreme Genres, ja. Wie erklärst du dir das? Das ist so eine nischige Musik, die ja wirklich extrem ist. Das ist extreme Musik, dass da so viele Leute hinlatschen. So. Also es gibt ja, in vielen Musikrichtungen gibt es ja mittlerweile, dass auch die extremeren Genres irgendwie immer mehr Leute anziehen und junge Leute vor allem. Ist halt geistiger Ausgleich. Also
Je härter die Zeiten sind, desto mehr aggressive Musik braucht man, um irgendwie wieder klarzukommen. Okay. Ich glaube, das ist so ein bisschen bei den jungen Leuten. So, erste von 4 Bands. Humanities, Last Breath. Double Bass, geballert, tiefer gestimmte Gitarren und wir Grunze. Wer hätte gedacht? Klingt aber geil. So, Herr Plöger ist zwar alt, aber nicht komplett auf den Kopf gefallen. Ich weiß natürlich, warum mir Lorna Shore nicht so 100%ig reingehen. So. Ich meine, mit den Zutaten, mit denen die arbeiten, die mag ich alle. Ich mag Blastbeats, ich mag Double Bass, ich mag Grunze so. Also ich komme aus dem Death Metal 90er, wurde ich sozialisiert. Aber Lorna Shore machen das alles immer so ein bisschen over the top. Das ist halt alles so 150% die ganze Zeit. Das ist mir echt ein bisschen zu viel so. Vielleicht bin ich aber einfach nur alt. Es ist einfach fett, das ist vom Sound her einfach nur fett. Ich meine, das ist was, das muss man einfach mal live sehen. Ja. Es gibt ja viel, was man sich so anhören kann, aber ich finde Lorna Shore, das ist schon was. Mit Whitechapel noch dabei. Ja. Und da ist man ja auch vielleicht so ein bisschen gespannt, ich zumindest, ob die das live auch so hinkriegen. Weil auf den Platten klingt das ja schon extrem produziert so, ne? Ja gut, ich bin gespannt. Also ich wurde schon das eine oder andere Mal überrascht. Dass das hart ist, darauf können sich, glaube ich, alle einigen. Aber was macht das emotional mit dir so? Also oder ist das auf so einer reinen Hartebene oder auch ich anders? Ich bin ein Schmerzpatient und mir hilft sowas. Mir hilft es, mit meiner Krankheit umzugehen. Mir hilft es, mit meinen psychischen Problemen umzugehen. Die Texte, die kenne ich teilweise. Und der Sänger, der ist einfach, wie soll ich sagen, also der hat's drauf. Muss ich mir unbedingt live anschauen. Ja, okay. Auch der Schlagzeuger, ich finde ihn klasse. Der Schlagzeuger ist klasse. Obwohl er immer so aussieht so beim Spielen, als würde er sich ein Wurstbrot schmieren, Ja, ne? auf jeden Fall, also ist mir egal, wie er aussieht, aber was er abliefert, ist wirklich, also da freue ich mich so drauf. Alles klar. Und dieses Gefühl im Bauch, kennst du das, wenn alles bebt und du mitgerissen wirst? Ja, das sind so tiefe Frequenzen und so, Das ne? sind diese Momente, die ich meine, warum er bei sowas dabei sein muss. Okay, alles klar. Ey, ich wünsche dir ganz viel Spaß und danke für deine Ehrlichkeit, ja? Gerne, Dankeschön. danke euch. Ja, schönen Abend. Danke, tschüss. Ihr seid ein Pärchen oder was? Beste Freunde, Moshpit Buddies sind wir. Ach, da steht, ihr sind Moshpit Buddies. Ja, genau. Fürs Leben. Genau. Eieiei, das ist ja, das hat ja glaube ich so keiner. Vermutlich nicht, ne? Kommt immer drauf an, zu welcher Situation, aber zum Beispiel waren wir vor 2 Jahren segeln und da habe ich die ganz viel gehört. Das war einfach so schön auf dem Das stelle ich mir auch sehr romantisch vor. Erzähl mal weiter. Ja, oder? So ruhig hier, mach mal Lorna Shore, Alter. So, liebe Leute, es geht weiter auf dem Dampfer der guten Laune. Band 2 von 4, Shadow of Intent. So, kurzer Infoblock. Anfangs hatte ich ja kurz erwähnt, so Lorna Shore sind sehr erfolgreich im Moment. Wie erfolgreich sind die? Als Beispiel die letzten beiden Platten, beide Top 10 in Deutschland. Dann letztes Jahr, ich finde das immer ein ganz guter Gradmesser, Barock am Ring, haben die auf der Mandora, der zweitgrößten Bühne, abends nach 9 Uhr gespielt. Waren, glaube ich, drittletzte Band an dem Tag so. Und natürlich heute Abend, Jahrhunderthalle hier in Frankfurt, 4.800 Leute roundabout ausverkauft. Die sind gerade echt am Start. So, dritte und vorletzte Band, alte Freunde von Lorna Shore, die sie mit auf Tour genommen haben und auf die relativ viele Leute auch gewartet haben. Whitechapel. Knallt. The sound is so extreme, and that younger generation is looking for that extreme sound. They want to push the envelope. Like, you know, it's crazy. At one point, you know, people would have considered Whitechapel to be some of the heaviest stuff out there, but now it's like all of these bands are pushing that heavy limit even farther than we ever pushed it. So it's like, you know, congratulations to them that they found a sound that they can even like push it even further. So, liebe Leute, it's getting langsam serious hier. Whitechapel in den letzten Zügen. Was für eine geile Architektur hat die Jahrhunderthalle. Ne? Da muss man einfach mal von hier aus mal so sehen, Alter. Und gleich die Gastgeber des heutigen Abends, Lorna Shore. You're not only a singer, you're
do things with your voice that other people can't do. How do you warm up? Do you've got a routine? Do you've got something like that? I just do really bad half-ass screams behind stage for like 10 minutes. And then a lot of it is mostly just stretching. Like I didn't realize in the past how much I need to stretch to do vocals, but like the last tour I was having like these pains in my neck and I was like, what the fuck is that about? Because my voice felt good. But I got a masseuse that was like started working on it and they were like, dude, you have like 1,000 knots like all over the place. So it's like, I need to stretch more. These are things that like, you don't realize until you start like doing really long sets. When you see live recordings of yourself, what do you think? Do you watch them regularly, or is it like more like? Couple parts I'll listen to and I'll be like, cool, it sounded great. Like that means it was fine. I don't want to know more than that. If I feel like I did good, and then I went up there and I see one video, like okay, that was pretty good. Then I'm like, great, the whole set was fine. I don't want to know more. If that fucked up, I don't want to. I want to walk away from this day with good morale. You know what I mean? The hardest part about being. But the internet is full of your singing performances. Yeah? I don't watch them. Okay. Like ever. I hate. I'm like I was there. So, liebe Leute, man hört es vielleicht im Hintergrund. Lorna Shore liegen in den letzten Zügen. Was nehme ich mit von der Show? So geile Produktion, gut gespielt, alles auf den Punkt, halt, sehr professionell. Aber für mich war es tatsächlich dann live genauso den Tacken zu prätentiös, wie ich das halt auch auf der Platte empfinde. Wie seht ihr das? So, bin ich da einfach falsch abgewogen oder verstehe ich die Band nicht? Schreibt's mal in die Kommentare, da freuen wir uns. In diesem Sinne, haut rein und abonniert den Rockpalast.